Die modernsten, die größten Flugzeuge landen hier täglich. Er ist das wichtigste Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. Größter Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet, der Frankfurter Flughafen. 5000 Koffer pro Stunde, 100.000 Passagiere täglich. Achtung bitte, bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern. Neue Flugzeuge, neue Regeln. Ist die Luftfahrtkrise zu Ende? Wie funktioniert diese Kleinstadt heute? Ende einer Flugzeugära. Riesenempfang für die letzte MD-11. Oh Mann, Wahnsinn, ich hab Gänsehaut, ey. Hunderte Fans verabschieden den dreistrahligen Frachter. Das ist einer der letzten großen Jets überhaupt. Und das macht den Mythos eigentlich aus. Follow-me-Fahrer, Tänzer, Ehrenmann. Mario Hahn trifft seine Fans im neuen Besucherzentrum. Ich probier mal. Meistens geht das dann beim Profi schief. Ja? Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Staatsgäste, Könige, Stars und Sternchen landen täglich in Frankfurt und werden exklusiv betreut. Diskretion ist oberstes Gebot. Fernsehteams sind unerwünscht, es sei denn, sie kommen von mittendrin. Fast unauffällig, zwischen Flughafenkantine und Gepäckstation ist die VIP-Lounge. Heliana Lösner ist VIP-Managerin. Guten Morgen. Es werde Licht. Sie ist verantwortlich für 11 Suiten und 4 Lounges. 1300 Quadratmeter, purer Luxus. Hier gegenüber ist unsere Club Lounge. Hier treffen sich alle Gäste, die keine Suite gebucht haben. Es sind ca. 100 Quadratmeter Sitzfläche, im Moment etwas reduziert durch die Abstandsregeln. Morgens 4:30 Uhr beginnt ihr Dienst. Ab 5 Uhr muss sie bereitstehen für ihre Gäste. Dann landen die ersten Maschinen mit Delegationen, Prominenten oder einfach nur Passagiere, die sich gerne Luxus gönnen. Ich habe natürlich auch ein Problem, morgens aufzustehen, wie jeder andere auch, aber ich mag es. Jeder Tag beginnt mit einem Rundgang. Alles muss perfekt sein. Hier ist soweit alles in Ordnung. Schauen wir uns mal die Konferenzlounge an. Dieser Raum wird sehr gern von unseren chinesischen Gästen gebucht. Die essen gern deutsche Küche. Sie finden bei uns keinen Hummer. Das erwartet man vielleicht. Dafür Weiß- und Rindswurst, Rippchen und Haxen, alles vom Edelmetzger. Deutsche Gourmetküche eben. Man hält mich ja immer für ein bisschen pedantisch. Ich habe gerne, dass alles ordentlich aufgestellt ist und würde es bevorzugen, wenn der Stuhl hier stehen würde. Das lasse ich dann auch gleich ändern. Und so, genau. Frau Lösner ist eigentlich Porzellanmalerin aus Thüringen. Ihre Flughafenkarriere startet sie am Check-in-Schalter. Bitte schön. Und wechselt später zum VIP-Service. Ich sehe, dass die Lampe nicht schön steht. Ein bisschen umgefallen. Ihre Arbeit mit Prominenten und Luxus liegt ihr im Blut. Gelernt hat sie das nicht. Sieht alles gut aus. Ich gucke mal, ob alle Fernseher funktionieren. Es gibt nichts Peinlicheres, wie einen Gast hier reinzuführen. Und er sagt, er möchte gleich Nachrichten gucken und der Fernseher funktioniert nicht. So. Tapeten aus Stoff, Bäder aus Marmor. In der VIP-Lounge Standard. Man hat hier an den Suiten immer ein eigenes Badezimmer mit Dusche oder hier in dem Fall ist sogar eine Badewanne. Übernachtungen sind nicht möglich. Die Suiten sind nur für Stunden oder einen ganzen Tag buchbar. Hat sie eine Lieblingssuite? Die mag ich eigentlich am meisten, erschreckenderweise, weil ich die Tapete so irre finde. Die VIP-Lounge, eine Galerie, von der Tapete bis zu Kunstwerken. Hier wurde an nichts gespart. Auch nicht am Fuhrpark. Ein bisschen an die Seite. Hier stehen unsere Limousinen und im Moment ist es noch ganz ruhig. Frau Lösner fährt die Nobelschlitten. Dafür musste sie den Vorfeldführerschein machen. Ja,
eine gute Zigarre rauchen. Ist in diesem Raum möglich. Seit 14 Jahren arbeitet Frau Lössner in der VIP-Lounge. Weltstars landen bei ihr regelmäßig. Mit George Clooney habe ich mal einen Kaffee getrunken. Er war unser Gast, hatte eine kleine Vorgeschichte. Ich bin gerade ins Büro gekommen, ich war noch ganz neu bei der VIP. Das Telefon klingelte, ich war die Einzige im Büro, habe abgenommen. Und der Herr am Telefon sagte mir, dass der Herr Clooney im Aufzug feststeckt. Und ich habe erst für einen Moment gedacht, mich veräppelt irgendjemand. Habe dann ganz eilig in der Tagesliste dann geguckt und habe dann tatsächlich gesehen, er ist unser Gast an diesem Tag. Die Feuerwehr hat den Herrn Clooney befreit. Und dann kam er rein und habe gesagt, ob ich ihm eine Tasse Kaffee machen soll. Und dann hat er gesagt, nee, macht das sich selber. Ist in die Kaffeemaschine gegangen, hat sich den Kaffee gemacht, hat ganz kurz ein bisschen geschwatzt und dann ist er wieder gegangen. Sehr, sehr nett. 3 bis 4 Gäste betreut sie pro Tag. In 2 Stunden kommt ein Promi aus Berlin. Ihr Auftrag heute Morgen. Gucken wir mal, wer das ist. Piloten müssen heute tapfer sein. In Frankfurt geht eine Fliegerära zu Ende. Noch ist die Maschine über Spanien. Ein Sonnenaufgang, wie man ihn nur über den Wolken erleben kann. Dieser Tag wird einmalig für die Piloten Claudio Endrizzi und Mike Bendig. Sie sitzen zum letzten Mal in diesem Cockpit. Good morning. This is Lufthansa 8161, Farewell 11, Flight Level 370. Die Crew genießt heute jede Flugminute. Wir sind auf der letzten MD-11 der Lufthansa Cargo, unserer Charlie auf dem Weg von New York nach Frankfurt. Ja, und heute die große Ehre und das große Glück, hier auf dem letzten Flug mit dabei sein zu dürfen, ist sehr besonders. Das wird für immer in Erinnerung bleiben. Charlie ist 23 Jahre alt. Ihre Heimat Frankfurt. 18 Schwestern hatte sie bei der Airline. Die sind schon weg, verkauft oder verschrottet. Ihren Namen hat sie von ihrer Kennung. Die letzten beiden Buchstaben im Fliegeralphabet Charlie genannt. Die MD-11 hat den Erstflug ab 1990, geht aber eigentlich zurück auf einen Entwurf der DC-10, die 20 Jahre vorher schon ihren Erstflug hatte, 1970. Insofern ist es vom Basisentwurf her ein relativ altes Flugzeug. Wir haben im Rumpf hier, um die Steuerflächen anzusteuern, immer noch Stahlseile. Anspruchsvolles Fliegen, so richtig ebenso, wie es Piloten lieben, mit Knöpfen, Hebeln und Instrumenten. Die wurden moderner mit der Zeit. Vorschrift statt Nostalgie. Dieses Flugzeug ist in ganz vielen Bereichen ausgereizt worden. Die Ingenieure haben da ganze Arbeit geleistet. Und so wie wir bei der Cargo das Flugzeug einsetzen, ist der MD-11 auch immer alles abverlangt worden. 95.500 Stunden war Charlie in der Luft. Das sind fast 11 Jahre nonstop. Das Flugzeug fliegt wunderbar, wenn man es so behandelt, wie es behandelt werden möchte. Aber unsere Diva kann auch zuschnappen. Wenn man sie nicht so behandelt, wie das gedacht ist, ist nicht viel Platz für Fehler. Die Crew hat erst vor 3 Tagen vom Abschiedsflug erfahren. Claudio Endrizzi wird die McDonnell Douglas in Frankfurt landen, zum letzten Mal. MD-11-Fliegen ist Abenteuer. Ein richtiger Jet, hautnah, kaum Elektronik in der Steuerung, richtiges Fliegen eben. Das wollte auch noch einmal Claudio Endrizzi erleben. Ich bin vor 10 Jahren hier Kapitän geworden, relativ jung im Konzern. Das war damals ein großes Glück. Cargo hat mir ihren Job angeboten. Ich habe mich schon mein Leben lang für Fliegerei begeistert, schon als kleiner Junge. Und an dieser Geschichte noch mal teilhaben zu können und MD-11 international fliegen zu dürfen, es gab keine Frage. Es gab keine Alternative. Es musste MD-11 sein. Co-Pilot Mike Bendig fliegt seit 13 Jahren MD-11. Direct Coxie, thank you very much. Lufthansa Cargo 8161 Heavy. Für den 50-Jährigen wird heute ein Traum wahr. Ich mag den Flieger sehr gerne. Ich bin immer dabei geblieben, dass ich das Ding so lange wie möglich fliegen will, bis es nicht mehr geht. Und das ist jetzt auch gelungen. Noch 2 Stunden bis
Frankfurt. Vom Weltenbummler zurück zum Flughafen. Zu den Promis im Terminal 1 in der VIP-Lounge. Kontrollgang mit Managerin Heliana Lösner. Sind die Suiten gereinigt, aufgeräumt? Ja, selbst die Falten in den Kissen müssen sein. Das ist so eine Art Zeichen zwischen mir und den Reinigungskräften, dass es für mich besser ersichtlich ist. Sie haben auch die Kissen in der Hand gehabt und haben wir irgendwann mal gesagt, wenn du das gemacht hast, dann machst du so. Ja? Dann weiß ich, es ist alles in Ordnung. Sie sehen ein bisschen aus wie Glückskekse, muss ich da hinten gerade sagen. Einige übertreiben es auch ein bisschen, aber das ist ja kein Problem. Ich kann das immer noch ein bisschen nachkorrigieren. Der Gast soll das Gefühl haben, er sei der allererste in der Suite, sagt die Managerin. Nach Langstreckenflügen buchen Passagiere oft die Dream Lounge. Also auch ein Bad, das ist alles vorhanden, schön duschen und dann haben Sie hier 2 einzelne Betten. Also der Ausblick ist nicht so schön, aber wir sind genau da, wo die Flieger ankommen. Flugzeuge, Gepäckwagen, Sirenen. Der Flughafen eigentlich kein Platz zum Erholen. Und hören Sie was? Nichts. Stille. Minister, Frau Merkel und viele Staatsoberhäupter schauen hier regelmäßig vorbei. Dann rollen Frau Lösner und ihr Team auch schon mal den roten Teppich aus. Das muss auf alle Fälle ein Staatsbesuch sein, wie beim Herrn Macron. Da wurde auch der rote Teppich ausgerollt. Den habe ich auch betreut, fand ich auch sehr schön. Aber um erstmal bei den Engländern zu bleiben, die Kate und der William haben mich total verzaubert, super nett. Sind zu jedem hingegangen, haben guten Tag gesagt. Sie sah zauberhaft aus. Ich habe es mir nicht anders vorstellen können. Und es hat immer so ein bisschen geregnet an dem Tag. Aber genau als sie mit den Limousinen wieder zum Flugzeug gefahren sind, war strahlend blauer Himmel. Und ganz in der Ferne war eine schwarze Wolke zu sehen. Und als hätten die das getimt. Die sind in dieses Flugzeug eingestiegen und genau in dem Moment ging dieser Niederschlag runter. Wir standen alle noch draußen, wir waren alle klatschnass, aber es war egal. Die waren im Flieger, die waren trocken. Also das nenne ich mal präzise geplant. So, genug geplaudert. Ihr prominenter Gast landet gleich. Vom Terminal 1 zur Cargo City Nord. Hier wird gleich Geschichte geschrieben. Mechaniker, Flughafenmitarbeiter und Feuerwehr stehen bereit zur Begrüßung. Sogar ein Hubschrauber kreist über den Flughafen. Pilot Heiner Börger darf heute exklusiv im Tiefflug über das Gelände fliegen. Ja, die Sicherheit spielt natürlich eine ganz große Rolle und das muss alles koordiniert werden. Zunächst mal mit der Luftaufsicht und mit der deutschen Flugsicherung, damit wir da auch niemandem in die Quere fliegen oder die Sicherheit gefährden. Und ich muss immer mit einem Ohr so ein bisschen auch mithören, was der Tower sagt. In 100 Metern Höhe schwebt Heiner Börger mit seinem Heli dem großen Moment entgegen, auf den hier alle warten. Auch Planespotter, Hunderte, bestens ausgerüstet. Mit einer App im Handy verfolgen sie jede letzte Meile von Charlie. Dies gerade Höhe Niedernhausen. Planespotter Cesari ist startklar. Die Linse geputzt, die MD-11 kann kommen. Das Besondere heute ist, dass das die allerletzte ist und auch allerletzte, die in Europa zugelassen ist. Noch wenige Minuten. Alle warten auf Charlie. Dann endlich. Noch nicht zu sehen, aber schon zu hören. Die MD-11-Piloten funken mit dem Tower. Das war die schon, ne? Die gesagt hat zum letzten Mal. Ah, da hinten kommt er. 400, 300, minimum. Continue. 50, 40, 30, 20.
10. Der letzte Flieger mit 3 Triebwerken ist gelandet. Kapitän Claudio Endrizzi steuert Charlie Charlie. Zum letzten Mal über den Flughafen. Eine Rundfahrt der besonderen Art beginnt mit Genehmigung des Towers. Cyber 11, ich möchte gerne mal kurz vor den Spotterplatz anhalten. Cyber 11 ist genehmigt. Wir kommen hier vorne zum Stehen, wo das Taxi-Stand von Uniform ist. Das Gebäude müsste man noch weghaben. Lass das Fenster einfach auf. Der Sound der 3 Triebwerke, das ist Musik in den Ohren der Piloten. Ein Highlight auch für Spotter. Ja, ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut. Ich fand es sehr schöne Geste, dass sie die Fenster aufgemacht haben und nochmal hier bei uns vorbeigerollt sind. Wenn schon Abschied, dann doch so. Die Piloten müssen die Tower-Funkfrequenz verlassen, natürlich mit Abschiedsgruß. Und die MD-11 verlässt die Tower-Frequenz. Der schönste und schnellste Flieger im Zirkus Sagt auf Wiedersehen. MD-11 out. Ab jetzt hören Sie auf die Kommandos der Vorfeldlotsen, auch Helipilot Heiner Börger. Jetzt geht's los. Er ist schon oft über den Flughafen geflogen. Aber so, dass wir die MD-11 mit einer Flughafenrundfahrt aufnehmen, das hat es noch nie gegeben. Das ist auch für mich einmalig. In nur 30 Metern Höhe fliegt er, tiefer darf er nicht. Der starke Abgasstrahl des mittleren Triebwerks könnte den Helikopter wegdrücken. Trotzdem halten wir hier nochmal an. Da vorne sind Zuschauer auf der Terrasse. Sie halten kurz an der Besucherterrasse. Fans winken und der Familie von Co-Pilot Mike Bendig. Ja, ich glaube, ja, wir stehen wieder. In der Mitte? Ja. Da steht eine Mutter mit 2 Kindern. Ja. Ach, schön. Ha. Oh Mann, Wahnsinn, ich hab Gänsehaut, ey. Per Funk kommen Glückwünsche und Grüße an die Diva von Piloten und Lotsen. Contact 11855, schönes Flugzeug. 11855, ja, vielen Dank nochmal und tschüss. Hinter dem Kapitän sitzt ein Kollege. Er spielt das Lied zum Abschied vom Handy. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Schaut euch das an. Oh, babe, I hate Wipers on, please. but I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
Triebwerk aus. Das war's dann. Sie sind extra angereist, ehemalige MD-11-Piloten, um Goodbye zu sagen. Es ist aber ein Traum, diese Maschine. Auch die Piloten werden gefeiert und getröstet. Von Kollegen. Irgendwie sind sie alle ein bisschen traurig und gerührt, sagt Pilot Thomas Schmitz. Wahnsinn, also ein einmaliges Erlebnis. Unglaublich. Was hat am meisten beeindruckt? Der Hubschrauber, als wir an der Spotter-Plattform gestanden haben, als wir gewunken haben. Und jetzt hier nochmal die Dusche. Mit in den Augen. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Ich habe mich echt gefreut, die Leute, die da alle gewinkt haben an der Seite. Feuerwehrleute, Leute von Ambulanz, Personal. Ja, ich würde nur 1000-mal Dank sagen. Das ist echt ein sehr schönes Gefühl. Der Mike hat an der Besucherterrasse seinen beiden Kindern und seiner Frau gewonnen. Meine Frau und Kinder waren auch da. Das war schön. Gesehen. Also sehr schön. Ja. Claudio Endrizzi und seine Kollegen fliegen jetzt neue, moderne Frachter. Boeing 777. 15 Maschinen hat die Airline. Die MD-11 wird aber immer einen Platz in ihrem Fliegerherzen haben. Charlie muss in die Werft. Techniker wollen die Maschine noch einmal gründlich durchchecken, bevor sie verkauft wird. Von Position F211 im Westen zurück in den Osten zur VIP-Lounge. Die Einsatzzentrale. Hier erfahren die Mitarbeiter alles über ihre Gäste. Vegetarier, Allergiker, liebt nur stilles Wasser, möchte einen Friseurtermin. Die Infos bekommen sie von VIP-Lounges weltweit. So auch beim norwegischen Prinzenpaar, erzählt Heliana Lösner. Als das Prinzenpaar gereist ist, dass sie mir dann schon Nachrichten geschickt haben, wo das Gepäck verladen ist, wie das gelabelt ist, wie viele Gepäckstücke das sind. Und das ist natürlich für uns auch dann toll, wenn wir solche Informationen bekommen. 50 Männer und Frauen arbeiten in der Lounge in 2 Schichten. Heliana Lösner malt in ihrer Freizeit Karikaturen für Kollegen. Das war unsere englische Kollegin, als sie gegangen ist. Ein Kollege, der hatte immer Hörschutz. Er ist quasi weggeflogen, er ist in den Ruhestand gegangen. Sowas mache ich ganz gern für die Kollegen. So, dann mache ich mich jetzt auf den Weg, um meinen Gast abzuholen. Der kommt aus Berlin und hat hier einen Transitaufenthalt und möchte weiter nach Los Angeles. Mein Handy hat mir gesagt, in 10 Minuten landet dieses Flugzeug. Die VIP-Lounge hat eine eigene Sicherheitskontrolle. Guten Morgen. Mein Gast, der kommt aus Berlin und fliegt nach Los Angeles. Der bekommt bei Ihnen die USA-Kontrolle. Genau. Ja, sind informiert. Und für Sie, der wird hier einmal ausgereist. Bis gleich. Sogar die Bundespolizei ist hier. Die Gäste sind abgeschirmt von der Öffentlichkeit, brauchen kein Terminal. So, mal gucken. Pro Tag betreuen sie 50 Kunden, Politiker, Promis, Touristen und Geschäftsmänner. Dieser Mann kommt aus München, ist in Frankfurt gelandet und fliegt weiter nach Kolumbien. Immer wenn ich rückfliege, fliege ich über Nacht. Das heißt, die Möglichkeit hierher zu kommen, was zu frühstücken, eventuell mich zu duschen, die letzten Telefonate zu machen, die Privatsität sind für mich sehr wichtig, weil das dann die halbe Geschichte dann ist für den restlichen Tag. Frau Lösner hat ihren Gast zur VIP-Lounge gefahren. Er wartet auf seinen Anschlussflug. Sie übernimmt jetzt den kompletten Check-in ihres Kunden am Gate. Hallo, guten Tag. Fraport VIP-Service. Wer ist denn heute hier der Supervisor? Frau Menzel steht vorne rechts. Okay, gut. Dann gehe ich zu ihr. Dankeschön. So, das ist alles drin. Pass, Boarding-Pass. Und seinen PCR-Test habe ich hier auf dem Handy. 10 Minuten später ist sie auf dem Rückweg. Anderen Seite. Sie zeigt uns ihren Lieblingsflieger. Hier ist es. Eine A320 mit Tim und Struppi, designt von einem belgischen Comiczeichner. Voll schön, ne? Das ist eine tolle Karikatur.
In einer Stunde startet die Maschine ihres Prominenten, den sie nur noch zum Gate fahren muss. So, und suchen wir uns mal einen schönen Parkplatz hier. Von der VIP-Lounge zurück zur Cargo City Nord und einem alten Bekannten. Die letzte MD-11 muss in die Werft per Schlepper und Follow Me. Ein Fall für Mario Hahn. MD-11, ja, ist ein Stück Flughafengeschichte. War ein tolles Flugzeug, ist ein tolles Flugzeug. Überall gern gesehen. Ja, Entwicklung geht weiter, es kommen wieder neue Flieger, neue Flugzeugtypen. Dann müssen die alten wieder weichen. Ne? Irgendwann ist dann mal Ende Gelände. Er kennt den Flieger seit der Erstlandung vor 23 Jahren. Ja. Alpha 5 an Bravo. Ist ein Familienmitglied vom Flughafen quasi. Mit der MD-11 hat er viel erlebt. Piloten gelotst, Schlepperfahrer unterstützt. Heute begleitet er sie zum letzten Mal. Ja, komm. Macht zu, wollt ihr das machen, Charlie 11 nach Hotel 10? Kann man, der 9-1 fährt hin. Ja, kann man, Mario. Doch die Leitstelle hat erst einmal andere Pläne. Ja, wieder mal Umschlepp. Juliet 6, Echo 9. 330, 300. Schauen wir uns mal an. Die Kurzarbeit ist beendet, sagt Mario. Sie haben wieder viel zu tun. Ja, es zieht langsam wieder an. Ist gut so. Es geht schneller wieder los wie gedacht. Betrieb nimmt wieder stetig zu. Gutes Zeichen. Täglich 100.000 Passagiere, fast 1.000 Starts und Landungen und das Frachtgeschäft boomt wie nie zuvor, sagt Mario Hahn. Neue Frachtflieger werden blank ausgeliefert. Für Lackierungen ist keine Zeit. Der ist wohl schnell gebraucht worden. Einmal ohne. Der Airbus muss wieder zurück zum Terminal 1. Flieger, die morgens landen und erst abends wieder abheben, werden in den Süden geschleppt und dort geparkt, damit sie keine Position an den Terminals blockieren. Rechts rum, Stopp vor Tango 8, der Victor 91. In 2 Stunden startet die Maschine nach Colombo. Für Mario Hahn Routine. Schlepperfahrer brauchen eine Lizenz, sonst dürfen sie keine Flieger quer über den Flughafen ziehen. Einen Follow Me brauchen Schlepperfahrer ohne Lizenz. Davon gibt's wohl noch einige. Ist doch gut für mich, dann habe ich was zu lotsen. Das ist mir gut. Job wieder gesichert. Mario Hahn ist bekannt als Tänzer, wird geschätzt als Kollege und sorgt für Sicherheit, auch bei Sturm. Sogar Tiere mögen ihn. Kommt zum Dr. Dolittle. Auf den Social-Media-Kanälen hat er tausende Fans und im Fernsehen ist er regelmäßig. Ja, das ist wunderbar. Ich finde das klasse. Also die Leute nehmen das an und für mich ist es toll. Ich filme auch gern mit euch und fahre überall rum und habe damit kein Problem. Mir macht das einfach Spaß. Und uns erst. So, hier darf er wieder allein. Können wir uns ausklinken. Echo 9 ist frei zum Andocken. Die modernsten Flugzeuge landen in Frankfurt. Sie sind sparsamer, leiser, effektiver. Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner fallen dabei besonders auf, sagt Mario Hahn. Die alten Maschinen müssen leider weg, auch wenn es schwerfällt. Der Turm für den Victor 91. Oh, ich hätte einen Umschlepp. Wir stehen hier kurz vor U2 und Freiburg 2, Stopp vor 6, der Victor 91. Auch dieser Fahrer hat keine Lizenz, darf nicht vom Norden in den Süden fahren ohne Mario. Schauen wir mal in den Rückspiegel, da ist er dran, der MD-11. Ein Glücksfall für ihn. Noch einmal darf er Charlie begleiten. Der MD-11 war schon Knaller. Die Charlie kommt heute Nacht in die Werft für den letzten Technikcheck. Erst dann wird sie Frankfurt für immer verlassen.
meinem Freund nochmal Tschüss sagen, nochmal über das Bugrad streichen. Tapfer bleiben. Mario muss weiter. Hilft ja nichts. Er hat einen Termin im Besucherzentrum. Dort wartet ein Fan. Vom Promi auf dem Vorfeld zu den Stars in der VIP-Lounge. Lounge-Managerin Heliana Lösner betreut Staatsgäste, Prominente und Stars aus dem Showbusiness. Auch ihr Gast heute ist kein Unbekannter. Ja, guten Morgen. Hier ist die Heliana vom Fraport VIP Service. Ihr macht die 456. Ja, okay, ich wollte meinen Gast anmelden, Boarding Nummer 178. Ich komme jetzt auch. Ich melde mich nochmal am Gate. Ja? Gut, tschüss. So. Einsteigebereit. Gast ist informiert. Und wir machen uns dann auch auf den Weg. Diskretion ist ihr Geschäft. Autogramme sammeln ist verboten. Es sei denn, der Kunde besteht darauf, so wie bei Sänger Stevie Wonder. Und auf einmal sagt er zu mir, ob ich ein Foto haben möchte. Da habe ich noch gedacht, was soll ich denn jetzt mit dem Foto von dem? Ich muss sehen, dass der auf seinen Flieger kommt. Und dann sagt er, ja, mit ihm zusammen. Und ich sagte, ja, okay, das konnte ich natürlich nicht ablehnen. Und die Schichtleiterin hat das in der Kamera gesehen. Ich war eh schon zu spät. Und dann stand ich da unten und der hat sich mit mir fotografieren lassen. Dann hat sie unten angerufen, was mit mir los ist. Und dann das konnte ich irgendwie nicht ablehnen. Das wäre so unhöflich gewesen. Rockstar Carlos Santana hat hier spontan mal ein Ständchen gespielt. All das muss sie nicht fürchten bei ihrem Promi. Ihn kennt sie seit seiner Kindheit. Model und Sänger Bill Kaulitz von der Band Tokyo Hotel ist Stammgast in der VIP-Lounge. Wo geht's hin? Jetzt geht's nach Hause. Guten Flug. Dankeschön, leider zu früh, aber... Sie können wieder. Das stimmt. Er fliegt nach Los Angeles zu Bruder Tom und Schwägerin Heidi. 359 € kostet der Service, Essen, Getränke, persönliche Betreuung und Limousine inklusive. Die Suiten kosten extra. Bill Kaulitz ist im Flieger und Heliana Lösner zurück in der Lounge bei ihrem nächsten Kunden. Hallo, die Herren. Wir kommen noch mal mit der Kamera. Ihr Pass. Und das ist für Sie. Ich fahre Sie jetzt zum Gate. Jeder Gast wird betreut, egal mit welcher Airline er fliegt. Das unterscheidet die VIP-Lounge von den anderen 24 Business First, Senator und Club-Lounges im Flughafen. So, bitte hier lang. Die Touristen fliegen zum Tauchen nach Ägypten. Es ist alles erledigt. Sie können jetzt einsteigen und Fieber wird an der Tür gemessen. Super, das ist ganz lieb von Ihnen. Ja? Ich wünsche noch einen schönen Tag. Gute Reise, bleiben Bis Sie zum gesund nächsten Mal. Danke sehr. und alles Gute. Ja? Danke, Tschüss. Tschüss. Auch diese Gäste sind versorgt. Noch ein bisschen Büroarbeit, dann hat auch Frau Lösner Urlaub. Bis morgen früh, 4:30 Uhr. Fast gegenüber, nur 2 Flugzeuglängen entfernt, ist das neue Besucherzentrum. Guten Tag, Hahn ist mein Name. Ich erbitte um Einlass. Das neue Multimedia-Besucherzentrum im Terminal 1. Mario Hahn will heute einen Fan überraschen. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Ah ja, wir werden den mal überraschen und schauen mal, wie er reagiert. Wenn er ein Fan ist, dann wird er sich, glaube ich, jetzt freuen, wenn wir um die Ecke kommen und mal Hallo sagen. Schauen wir uns den Till mal an. So, da ist er, glaube ich, schon. Hallo, bist du der Till? Nein, das ist er nicht. Okay. Bin schon der Falsche überrascht. Das Besucherzentrum ist weltweit einzigartig. Luftfahrt hautnah, spielerisch erleben, zum Beispiel als Koffer auf der Gepäckförderanlage. Computerspiele und Modelle erklären den Flughafen. Eine Videowand zeigt sämtliche Flüge weltweit in Echtzeit. Wer Glück hat, trifft Mario Hahn bei der Arbeit oder in seiner Mittagspause. Das könnte der Till sein. Schauen wir mal. Gehen wir mal hin. Oh, follow me. Kann man das klicken? Hallo. Tatsächlich. Hallo?
Du bist der Till? Ja, ich bin der Till, hallo. Ich bin der Mario. Schön. Wie bist du hergekommen? Wo kommst du her? Wohnst du in der Nähe? Ich komme aus Thüringen. Aus Thüringen? Ja. Und extra heute angereist? Ja, mit dem Zug. Wahnsinn. Ich habe dir was Schönes mitgebracht. Hier habe ich ein kleines Follow-Me-Auto für dich. Danke sehr. Das kannst du dir auf den Fernseher stellen, beim mittendrin gucken und kannst immer denken, du hast den Mario getroffen. Und du warst auch mittendrin am Flughafen. Till ist 11 Jahre alt. Die Berufswahl steht schon fest. Keine Überraschung. Ja, Follow-Me-Fahrer. Da kann man so schön nah an die Flugzeuge ran. Sehr gute Wahl, jawohl. Warst du schon an dem Einwing-Simulator hier hinten? Nee, war ich nicht. Wollen wir uns den mal angucken, da hinten in der Ecke? Dann kommen wir mit. An diesem Gerät kann Till schon mal üben. Ein Follow-Me-Simulator. Pass auf, jetzt stellst du dich hier hinter die Linie und dann winkst du so nach links, so nach rechts. Du zeigst ihm die Richtung, in welche Richtung der drehen soll und damit die Geschwindigkeit. Okay, willst du es mal probieren? Ja, ich probier's mal. Okay, jetzt kommt der Flieger. Jetzt winkst du weiter, so, weitermachen. Rüber, 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 rüber. Und jetzt wieder gerade beide. Ja, der reagiert ein bisschen träge, jetzt wieder gerade. Bisschen nach rechts. Jetzt stopp, jawohl, stopp. Ah, der rollt und rollt und rollt. Oh, 4 Sterne, fast wie ein Profi. Willst du es nochmal probieren oder soll ich mal? Okay. Ich probiere mal. Meistens geht das dann beim Profi schief. Gell? Vorführeffekt. Das geht noch etwas besser. Hat sehr gut gemacht. Gutes Verständnis dafür. Follow Me ist machbar. Die Idee für dieses Treffen hatte Tills Oma. Subi. Er redet ja immer vom Flughafen, ne? Und vom Follow-Me-Fahrer und hier der Mario Hahn. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie musst du jetzt mal in die Wege leiten. Ich habe ihm das Bild geschenkt zum Geburtstag, unter anderem natürlich. Und ja, das hat er ausgepackt und hat gelacht, dass er jetzt wieder ein Flughafenbild hat. Sehr schön. Nur das Treffen mit Mario blieb geheim. Ich finde es sehr cool. Es ist auf jeden Fall eine gelungene Überraschung. Ja. Komm wieder gut nach Hause. Wiedersehen. Gell? Danke. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Ja. Wenn du bald hier arbeitest. Ja. Mario Hahn muss wieder zurück aufs Vorfeld. Aber das ist gar nicht so einfach für den Flughafenstar. Aber natürlich. Mal kurz lächeln. Kurz geht. Alles klar. Ihr wollt auch ein Foto? Dann kommt schnell her. So. Da ist der Onkel vom Fernseher, der macht noch ein paar schöne Bilder. Da müsst ihr immer reinlachen, gell, in die Kamera. Achtung, alle mal lächeln. Cheese. Bitteschön. Ich mag Sie. Danke. Tschüss. Ich mag euch auch. Von Marios Abschied zum nächsten Goodbye in der Technikhalle im Süden. Sogar der Wettergott hat heute schlechte Laune. Charlie muss weg. Das tut weh. Vielen Mitarbeitern hier. Außen gewaschen und innen Besen rein. So wollen sie die letzte MD-11 übergeben an den neuen Besitzer. 23 Jahre haben die Fluggerätemechaniker die 19 Maschinen der Airline gewartet. Mit Stolz und Perfektion. Steuerflächen alle beide grün. Die Tests heute Routine. Elevator. Elevator clear. Und rechts. Sie wissen, Charlie funktioniert auch nach 17.900 Flügen. Ist das für Sie? MD-11 geht zu Ende? Ja, ein Stück Geschichte halt. Ne? Jetzt ja knapp 23 Jahre, wie wir sie hatten. Die wird schon fehlen. Sie wird fehlen, auf jeden Fall. Das ist die Nachfolgerin.
eine 777. Sparsamer, leiser, effektiver. Na und? Die ist schöner. Sagt auch Klaus Bönning. Er hat alle MD-11-Maschinen der Airline gewartet, inklusive Charlie Charlie. Wenn so ein älteres Modell geht, dann wird einem halt schwer ums Herz, wenn man das so sagen darf. Ja? Naja, das ist ein Teil des Lebens, des Berufslebens. Ja? Und war eine gute Zeit. Jetzt geht es Charlie Charlie endgültig an den Kragen. Was haben Sie dabei? Hammer, ein Durchschlag ohne Bohrmaschine. Was machen Sie denn jetzt damit mit der MD-11? Ja, ich nehme das Typenschild ab. Dann ist das Geschichte sozusagen. Nach 40 Jahren, leider. So lange arbeitet er schon hier. Das Typenschild bekam Charlie Charlie zur Geburtsstunde 1998 in der Werft in Long Beach, Kalifornien. Was ist es? Registration. Das übergeben wir jetzt der Lufthansa Cargo und dann ist das Flugzeug fertig für den neuen Halter. Welche Erinnerungen haben Sie an den Flieger? Ja, hat uns viel Arbeit bereitet, muss ich wirklich sagen. Aber es war immer spaßig, muss ich sagen. Es ist wirklich hart manchmal, aber toll. So ein bisschen die Seele blutet, ja. Also es ist halt noch voll mechanischer Flieger. Und das Neue ist natürlich voll elektronisch, aber es ist halt für uns Mechaniker jetzt nicht mehr so prickelnd, muss ich sagen, wie noch alte Seile einstellen und da wirklich so mit Herzblut rangehen. Schade. Nur noch das Typenschild von Charlie Charlie bleibt in Frankfurt. Jenny, habe ich hier das Flugzeug übergeben. Dankeschön. Bitteschön. Jennifer Kutz hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Sie ist Flottenmanagerin und für den Verkauf der MD-11 verantwortlich. Wo kommt das jetzt hin? Zu den restlichen an die Wand. Das sind die Registration Plates von allen MD-11, die wir bis jetzt hatten und verkauft haben. Die Sammlung ist komplett. Haben Sie alle verkauft? Ja. Wie macht man das? eBay und hier, ich hatte eine MD-11 für €1. Fast tatsächlich, ja. Also es ist tatsächlich so, es gibt eine Art eBay für Flugzeuge. Und wenn eine Airline ein Flugzeug verkaufen möchte, dann stellt es die Daten auf diese Plattform und dann können sich die Interessenten eben melden. Bei unseren Maschinen war es ja so, dass wir einige an Boeing verkauft haben und die dann weiter an FedEx und UPS gegangen sind. Und die 3 letzten jetzt, also Charlie Alpha, Delta und Charlie Charlie eben, sind direkt an Western Global verkauft worden. Charlie Charlie wird neu lackiert und weiterfliegen in Amerika. Einen einstelligen Millionenbetrag hat der neue Besitzer für die MD-11 bezahlt. Vor 23 Jahren lag der Neupreis bei $185 Millionen. Damit endet das Leben einer MD-11 in der deutschen Luftfahrzeugrolle. Das ist die Löschungsbescheinigung, dass das Flugzeug aus der deutschen Luftfahrzeugrolle gelöscht ist und eben nicht mehr bei Lufthansa Cargo operieren darf. Na super, das war's dann wohl endgültig. Der Schlepper ist auch schon da. Zeit, Abschied zu nehmen. Mach's gut. Tschüss, Charlie Charlie.